Diese praktische, antihaftbeschichtete Pfanne, in der Sie jeden Morgen Eier für Ihre Familie braten. Die mit dem leicht zerkratzten Boden und den dunklen Rändern, die Sie so sehr lieben. Genau diese Pfanne ist wahrscheinlich die stillste und gefährlichste Chemikalienquelle in Ihrer Küche. Warum sind alle gegen Teflon- und Granitpfannen und halten sie für schädlich? Und warum? Kauft sie dann trotzdem jeder? Welche Pfanne vergiftet sie schleichend und welche hält ein Leben lang? All das legen wir jetzt auf den Tisch mit Laborergebnissen und den echten Geständnissen der wahren Meister der Küche, den Köchen und den Hausfrauen. Aber ich behaupte, wenn Sie hören, welche Pfanne die gesündeste und billigste ist, werden Sie schockiert sein, wie Sie sich mit Ihrem eigenen Geld selbst vergiftet haben. Wenn Sie bereit sind, fangen wir ganz unten am dunkelsten Punkt der Liste an, mit der tickenden Zeitbombe unserer Küchen. Nummer eins: zerkratzte, deformierte Teflon und Pfannen in Granitoptik. Lassen Sie uns offen sprechen. Wenn es eine zerkratzte Pfanne ist, werfen Sie sie sofort in den Müll. Diese Pfannen sind die größte Lüge der Küche. Nur weil ein Steinmuster darauf ist, denken Sie, es wäre reines Granit, direkt aus der Natur. Aber nein, unter dieser Pfanne verbirgt sich billiges Aluminium und darüber liegt eine chemische Beschichtung auf Kunststoffbasis, die genau aus derselben Familie stammt wie Teflon. Und wissen Sie, was das Schlimmste ist? In dem Moment, in dem Sie auch nur ein einziges Mal mit einer Metallgabel, einem Löffel oder einem Pfannenwender fest darüber kratzen. Unterschreiben Sie das Todesurteil dieser Pfanne. Diese Pfanne kann dann keine gesunden Dinge mehr kochen. Oder verwende es auf diese Weise als Warnschild. Wenn Sie gesundes Essen hineingeben, essen Sie es als ungesundes Essen. Und was sagen die Labortests dazu? Wenn Sie eine zerkratzte Teflon- oder Granitpfanne aufs Feuer stellen und die Temperatur 260 Grad Celsius und mehr erreicht, beginnen die Polymerbindungen in dieser Beschichtung zu brechen. Sie denken, Sie riechen das Essen. Aber in Wirklichkeit atmen Sie unsichtbare, geruchlose, toxische Polymergase ein, die sich in die Luft mischen. Die medizinische Welt nennt das Teflonfieber. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Zittern. Meistens denken Sie, Sie haben sich erkältet. Aber was Sie krank macht, ist diese Pfanne auf dem Herd. Diese Krankheit vergeht nach kurzer Zeit wieder, aber sie beginnt, schleichend Schäden in Ihrem Körper zu hinterlassen. Wir sind Erwachsene. Aber Gott behüte, wir kochen in diesen Pfannen Essen für unsere Kinder. Für ihre schwachen und empfindlichen Körper ist das eine noch viel schwerere Belastung. Und da ist noch mehr. Tausende von unsichtbaren Mikroplastikpartikeln, die durch diese Kratzer in ihr Essen sickern, landen direkt in ihrem Magen. Wir sprechen hier von Chemikalien, die Hormone im Körper imitieren, die Schilddrüse stören und erwiesenermaßen langfristig zu dauerhaften Gesundheitsproblemen führen. Und weil die Beschichtung abblättert, verbindet sich der darunterliegende Aluminiumkörper mit der Hitze in ihrem Essen und das Aluminium, das neurologische Erkrankungen provoziert, sickert direkt in ihre Nahrung. Kommen wir zu denen, die diese Pfannen benutzen. Wenn Sie die Hausfrauen fragen, sind diese Pfannen die Rettungsweste der Küche. Ach, das ist doch nur ein winziger Kratzer, da passiert schon nichts. Ich mache ja eh nur ein fettfreies Omelett und sie lässt sich ruckzuck abwaschen, sagen sie. Die Praktikabilität macht diese Gefahr unsichtbar. Sie ist leicht zu reinigen, sie rettet Leben. Aber versuchen Sie mal, dieselbe Pfanne in die Küche eines professionellen Kochs zu bringen. Die Reaktion, die Sie bekommen, ist glasklar. Wirf das sofort in den Müll. Ein Koch behält keine Pfanne in seiner Küche, die auch nur einen einzigen Kratzer in der Beschichtung hat. Denn Köche wissen genau, eine zerkratzte Antihaftpfanne ruiniert nicht nur den Geschmack des Essens, sie spuckt buchstäblich Gift auf den Teller. In dem Moment, in dem Sie versuchen, darin Fleisch bei hoher Hitze anzubraten, wird diese Pfanne zur absoluten Katastrophe. Unser klares Fazit lautet: Wenn Sie in Ihrem Schrank eine Teflon- oder Granitpfanne haben, deren Boden zerkratzt ist, deren Beschichtung abblättert und die Sie aufheben, weil Sie sagen,
Ach, darin brate ich eh nur Zwiebeln an. Dann werfen Sie diese Pfanne direkt in den Müll, sobald Sie dieses Video zu Ende gesehen haben. Das ist kein Sparen. Das ist pures Glücksspiel mit Ihrer Gesundheit. Die unangefochtene Nummer eins der unwiderruflich riskantesten und ungesündesten Pfannen ist definitiv diese. Kommen wir zur Nummer 2. Machen Sie sich auf eine Überraschung gefasst. Dieses Mal sind es unzerkratzte, brandneue, blitzblanke Teflon- und Granitpfannen. Wie bitte? Ich habe meine Pfanne doch gerade erst gekauft. Da ist nicht ein einziger Kratzer drauf. Ich habe ein Vermögen dafür bezahlt. Warum steht die auf der Liste? Ich kann Sie das förmlich sagen hören. Sie haben ja recht. Eine neue Teflon- oder eine hochwertige Granitpfanne strahlt keine so tödliche Gefahr aus wie die Nummer eins. Sie mischt kein Mikroplastik in ihr Essen. Aber diese Pfannen sind wie Handgranaten, deren Stift bereits gezogen wurde. Sie bergen ein bedingtes Risiko. Meine Damen und Herren, diese Pfannen sind Werbetricks, reine Geldfallen. Bitte kaufen Sie sie nicht. Warum? Weil die Genetik dieser Pfannen nicht für hohe Hitze gemacht ist. Egal wie robust die Beschichtung oder wie luxuriös die Marke auch sein mag. Die Labortests schreien es geradezu heraus. Wenn Sie diese Pfannen auf die größte Herdplatte stellen, voll aufdrehen und dieses dicke Entrecote hineinwerfen, um es scharf anzubraten, dann übersteigt die Temperatur der Pfanne in Sekundenschnelle 260 Grad Celsius. Und genau in diesem Moment, selbst wenn Ihre Pfanne keinen einzigen Kratzer hat, beginnt die Polymerbeschichtung durch die Hitze von innen heraus zu schmelzen. Sie zerstört ihre molekulare Struktur und fängt an, genau diese toxischen, giftigen Gase, von denen wir gesprochen haben, in die Luft abzugeben. Obendrein halbieren Sie die Lebensdauer der Pfanne mit nur einer einzigen Benutzung. Das ist exakt der größte technische Fehler, den Hausfrauen machen. Meine Pfanne ist so hochwertig, da klebt nichts an, sagen sie, und kochen jedes einzelne Gericht in der Küche, sogar das Anbraten auf höchster Stufe, in diesen Pfannen. Manchmal vergessen sie sogar die leere Pfanne auf dem Herd, um sie vorzuwärmen, ohne zu merken, dass sie die Küche in Wahrheit mit giftigem Gas füllen. In der Küche eines professionellen Kochs hingegen, da finden Sie vielleicht eine brandneue, blitzblanke Teflonpfanne. Aber diese Pfanne steht in der äußersten Ecke der Küche auf einer kleinen Flamme. Sie wird ausschließlich beim Frühstücksservice verwendet, um Omelettes und Crêpes zu machen oder um einen Fisch mit sehr empfindlicher Haut bei niedriger Hitze zu braten. Niemals darf Metall sie berühren, niemals wird sie starker Hitze ausgesetzt. Der Koch behandelt diese Pfanne wie eine zarte Blume. Unser klares Fazit: Wenn Sie eine kratzerfreie, brandneue Teflon- oder Granitpfanne haben, keine Angst, benutzen Sie sie, aber kennen Sie Ihre Grenzen. Diese Pfannen sind für niedrige und mittlere Hitze gedacht. Machen Sie Spiegeleier, machen Sie Crêpe, braten Sie leicht an. Aber fangen Sie nicht an, Fleisch scharf anzubraten oder bei großer Hitze zu kochen. Und bitte lassen Sie uns in den Kommentaren treffen, wenn es unter Ihnen noch diese mutigen Herzen gibt, die einen Metalllöffel in eine Teflonpfanne stecken, gestehen Sie es. Denn bei der nächsten Benutzung trennen diese Pfanne nur noch Millimeter davon, auf die Müllliste der Nummer eins zu rutschen. Kommen wir zur Nummer 3. Alte Kupferpfannen mit beschädigter Verzinnung. Sie wissen schon, diese berühmten Kupferpfannen, die wir von unseren Großmüttern geerbt haben, die in der besten Ecke der Küche hängen und die wir in den höchsten Tönen loben. Der Geschmack von einer Soße oder einem Fleisch, das darin gekocht wurde, ist einfach unvergleichlich. Um ehrlich zu sein, bin ich der gleichen Meinung. Essen aus einer Kupferpfanne ist für mich der pure Luxus. Ich liebe es. Aber da gibt es ein winziges Detail, das ich auch erst bei der Recherche für dieses Video gelernt habe. Die Verzinnung des Kupfers muss intakt und neuwertig sein. Ja, Kupfer ist ein phänomenaler Wärmeleiter. Es verleiht dem Essen einen unglaublichen Geschmack. Aber
In dem Moment, in dem sich diese silberfarbene Zinnschicht im Inneren abnutzt, verwandelt sich diese nostalgische Pfanne buchstäblich in eine Giftpumpe. Die wissenschaftlichen und medizinischen Fakten sind in diesem Punkt gnadenlos. Kupfer ist ein Schwermetall und es darf auf gar keinen Fall in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen. Wenn Sie in eine Pfanne, deren Zinn abgeblättert ist und deren rote Kupferfarbe am Boden zum Vorschein kommt, eine säurehaltige Zutat wie Tomate, Zitrone, Essigache oder Joghurt geben, dann reagiert diese Säure in Sekundenschnelle chemisch mit dem Kupfer. Sie könnten es mit dem bloßen Auge nicht sehen, aber in diesem Moment sickert eine extrem hohe Menge an Kupferionen in Ihr Essen. Und was passiert dann? Heftige Übelkeit, die ein paar Stunden nach dem Essen beginnt, Erbrechen, Bauchschmerzen. Meistens tun sie das mit den Worten ab: „Ich habe wohl was Schlechtes gegessen" oder „Ich habe mich verkühlt." Doch was sie da gerade durchmachen, ist eine handfeste, akute Kupfervergiftung. Und langfristig sammelt es sich in Leber und Nieren an und führt zu chronischen Schäden. Wenn wir uns die Anwenderseite ansehen, ist die Situation eine echte Tragödie. Hausfrauen kennen den Geschmack von Kupfer, aber sie hassen die Pflege. Denn diese Pfanne muss regelmäßig zum Verzinner gebracht und von innen neu beschichtet werden. Heutzutage ist es schwer, einen Verzinner zu finden, der Prozess ist mühsam. Und so sagt man sich: „Ach, da ist doch nur ein winziges Stückchen offen. Da passiert schon nichts", und benutzt diese giftigen Pfannen einfach weiter. Und was machen die Köche? In professionellen Küchen werden Kupferpfannen wie Gold gehandelt. Köche verwenden Kupfer besonders dann, wenn sie empfindliche Soßen zubereiten, Schokolade schmelzen oder wenn eine sofortige Temperaturkontrolle erforderlich ist. Denn in dem Moment, in dem sie den Herd ausschalten, kühlt das Kupfer sofort ab und verbrennt das Essen nicht. Aber kein einziger Koch würde eine Kupferpfanne, die auch nur eine stecknadelkopfgroße Abnutzung in der Verzinnung hat, auf den Herd stellen. Diese Pfanne wird sofort zur Wartung geschickt. Unser klares Fazit: Wenn Sie zu Hause eine Pfanne haben, die innen angelaufen ist, bei der das Zinn abgeblättert ist und das rote Kupfer durchschimmert, und wenn Sie zu faul sind, sie verzinnen zu lassen, hängen Sie sie sofort an die Wand und benutzen Sie sie nur noch als Dekoration. Kochen Sie niemals, absolut niemals. Essen darin. Kommen wir zur Nummer 4: die Keramikpfannen, die so unschuldig wirken und sich mit dem Versprechen von Natürlichkeit in unsere Küchen schleichen. Wer Angst vor der giftigen Vorgeschichte von Teflon und Granit hat, flüchtet meistens zuerst zur Keramikpfanne. Innen strahlend weiß, blitzblank, ein Design, das förmlich schreit: „Ich bin gesund." Aber ist das wirklich so? Teilweise ja. Wenn wir uns die Wissenschaft dahinter ansehen, enthalten echte Keramikpfannen keine Chemikalien auf Plastikbasis. Sie sind mit einer speziellen Technologie beschichtet, die aus natürlichem Sand, also Silizium, hergestellt wird. Deshalb können Sie die Hitze voll aufdrehen oder die Pfanne auf dem Herd vergessen. Sie wird diese giftigen Teflongase nicht in die Luft abgeben. Sie mischen kein Mikroplastik in Ihr Essen. Rein gesundheitlich bewahren Sie sie vor diesen furchtbaren chemischen Risiken. Aber das Ganze hat seinen technischen Preis. Die Keramikbeschichtung ist von Natur aus nicht flexibel und ihre Lebensdauer ist extrem kurz. Wenn wir uns die Nutzerbewertungen ansehen, hält die Liebe der Hausfrauen zu diesen Pfannen meist nur 6 Monate. Am Anfang heißt es noch: „Super, ich brauche keinen Tropfen Öl, das Ei gleitet einfach so." Aber nach einem halben Jahr fängt diese strahlend weiße Oberfläche an, gelb zu werden. Und nach einem Jahr verwandelt sich diese unschuldige Keramikpfanne in ein Monster, an dem einfach alles kleben bleibt und das sich furchtbar schwer reinigen lässt. Warum? Weil sich die Antihafteigenschaft der Keramik durch den ständigen Kontakt mit Hitze mikroskopisch abnutzt und irgendwann verschwindet. Sobald das Essen klebt, fangen sie an zu kratzen, beschädigen die Beschichtung und das darunterliegende Aluminium beginnt ins Essen überzugehen. In der Welt der Köche hat die Keramikpfanne dagegen kaum einen Platz. Sie würde das harte Tempo einer Profiküche, die extreme Hitze und die harten Metallschläge nicht mal eine Woche überleben.
Köche holen sich keine Investition mit so einer kurzen Lebensdauer in die Küche. Unser Fazit ist glasklar: Wenn Sie das Budget haben und sagen, ich achte auf meine Gesundheit, brate mein Ei und Gemüse sicher an, aber wenn es nach 1 oder 2 Jahren anfängt zu kleben, werfe ich sie gnadenlos weg. Dann ist Keramik eine tolle Alternative. Sie ist gesund, aber untreu. Sie vergiftet sie nicht, aber sie lebt nicht lange. Es ist eben ein bisschen Luxuskonsum. Und nun zur Nummer 5: Die unsterblichen Panzer der Küche, die Handgelenke brechenden, rohen Gusseisenpfannen. Hier sind wir an dem Punkt, wo Chemikalien und künstliche Beschichtungen enden und die Natürlichkeit und das echte Feuer beginnen. Die Gusseisenpfanne ist ein massiver Block, genau das, was unsere Vorfahren schon vor Jahrtausenden benutzt haben. Eisen aus der Erde, geschmolzen und in eine Form gegossen. Da ist absolut keine künstliche Beschichtung drauf. Keine Angst vor Kratzern. Labortests sagen über Gusseisenpfannen nur eines: völlig natürlich und unglaublich robust. Ich verrate Ihnen sogar ein interessantes medizinisches Detail. Saure Speisen wie Tomatensauce, die in einer Gusspfanne gekocht werden, ziehen das Eisenmineral aus der Pfanne mikroskopisch ins Essen. Das ist eigentlich eine natürliche Ergänzung für Leute mit Eisenmangel, die sogar Ärzte mit einem Lächeln sehen. Nur Menschen mit einer genetischen Eisenspeicherkrankheit müssen aufpassen. Das ist alles. Abgesehen davon, chemisches Risiko oder der Ausstoß von giftigen Gasen? Gleich null. Aber wissen Sie was? Hausfrauen sind oft regelrecht verfeindet mit diesen Pfannen. Sie kaufen diese schwere Pfanne voller Vorfreude. Beim ersten Benutzen klebt das Essen an, sie ärgern sich. Dann wird sie ordentlich mit Spülmittel geschrubbt und zum Trocknen auf die Arbeitsplatte gestellt. Wenn Sie am nächsten Morgen sehen, dass die Pfanne überall verrostet ist, landet sie ganz hinten im Schrank, um nie wieder das Licht der Welt zu erblicken. Die Beschwerden nehmen kein Ende. Viel zu schwer, kann ich nicht mit einer Hand heben, wird nicht sauber, rostet. Denn eine Gusseisenpfanne ist anspruchsvoll. Sie hasst Spülmittel, sie verzeiht keine Feuchtigkeit und sie verlangt danach, regelmäßig eingeölt und eingebrannt zu werden, um diese natürliche Antihaftschicht aufzubauen, das, was man auf Englisch Seasoning nennt. Köche hingegen beten Gusseisenpfannen regelrecht an. Wenn sie in ein echtes Steakhouse gehen und dieses perfekte Entrecote essen, außen knusprig, innen saftig, dann wissen sie, das Geheimnis ist die Gusseisenpfanne. Gusseisen braucht zwar, um heiß zu werden, aber dann speichert es die Hitze. In dem Moment, wo das Fleisch die Pfanne berührt, sinkt die Temperatur nicht ab. Das Fleisch kocht nicht im eigenen Saft, sondern es entsteht in Sekunden diese fantastische Kruste. Für Köche ist eine Gusseisenpfanne ein Erbe, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Unsere Entscheidung hierzu: Die Gusseisenpfanne ist für diejenigen, die gerne etwas Zeit in der Küche verbringen. Für Leute, die sagen, ich mache mein Fleisch richtig und ich schlucke keine Chemie. Wenn Sie die Sprache dieser Pfanne verstehen, sie nicht in die Spülmaschine stecken und nach dem Abwaschen sofort abtrocknen, dann dient sie Ihnen ein Leben lang. Sie wird sogar noch an Ihre Enkelkinder vererbt. Ich bin mir sicher, ganz unten im Küchenschrank vieler von Ihnen, die dieses Video gerade sehen, liegt genau diese schwere, verrostete Gusseisenpfanne, die Sie beleidigt in die Ecke verbannt haben. Bitte seien Sie ehrlich in den Kommentaren. Gehören Sie zu denen, die die Pfanne nach hinten geschoben haben? Wenn ja, holen Sie sie da raus. Mit etwas Schleifpapier, ein wenig Öl und Hitze erwecken Sie diesen unsterblichen Panzer wieder zum Leben. Und jetzt kommen wir zu unserer Nummer 1. Aber wenn Sie das Video bis hierhin geschaut haben, können Sie mit einem Klick unten links auf den Bildschirm das Video liken und den Kanal abonnieren, damit Sie als erster von neuen Videos erfahren. Das ist völlig kostenlos. So, und jetzt direkt zur Nummer 1. Der unangefochtene Champion der Küche: Edelstahlpfannen. Kein Geldabzocke-Werbeschwindel und ungesund wie Teflon. Wenn Gusseisenpfannen die sichere Adresse der Küche sind, dann sind Edelstahlpfannen das pure Vertrauen und die Gesundheit selbst. Warum sie ganz oben stehen? Weil eine Edelstahlpfanne chemisch neutral ist. Egal wie hoch Sie die Hitze drehen, egal wie viele saure Zutaten Sie hineingeben,
Die Struktur der Pfanne bleibt intakt. Es gibt keine giftigen Stoffe, die aus dem Edelstahl in ihr Essen sickern, keine künstlichen Polymere oder Schwermetalle, die in ihren Körper gelangen. Selbst wenn sie zerkratzt, kommt darunter wieder nur Stahl zum Vorschein. Es mischt sich kein Plastik oder Aluminium in ihr Essen. Laborergebnisse und Standards für Lebensmittelsicherheit sind hier glasklar. Edelstahl ist die sicherste und stabilste Kochfläche der Welt. Sie wollen bei starker Hitze scharf anbraten? Eine Edelstahlpfanne managt diese Hitze perfekt. Sie wollen sie in den Ofen schieben? Wenn der Griff auch aus Stahl ist, geht sie direkt in den Ofen, da passiert gar nichts. Ab in die Spülmaschine? Edelstahl hält selbst dem schärfsten Reinigungsmittel stand. Rein technisch gesehen hat diese Pfanne keine begrenzte Lebensdauer. Sie kaufen sie einmal und benutzen sie, bis sie in Rente gehen. Allerdings ist das Verhältnis der Hausfrauen zur Edelstahlpfanne genau wie beim Gusseisen oft etwas angespannt. Warum? Weil eine Edelstahlpfanne zur klebrigsten Oberfläche der Welt werden kann, wenn man sie nicht mit der richtigen Technik benutzt. Die meisten kennen das. Man gibt kaltes Öl und kaltes Fleisch in eine noch nicht richtig aufgeheizte Pfanne und das Essen klebt gnadenlos am Boden fest. Dann fangen sie an, mit dem Stahlschwamm zu kratzen und geben auf mit den Worten: Edelstahl ist zu schwierig. Alles klebt fest. Ich habe mir die Finger wund gescheuert beim Putzen. Aber wenn man in die Welt der Köche eintaucht, sieht das ganz anders aus. Für Köche ist Edelstahl einfach alles in der Küche. Wenn ein Koch eine Edelstahlpfanne in der Hand hat, gibt es kein Gericht, das er nicht kochen könnte. Den Fleischsaft versiegeln? Edelstahl. Die leckeren karamellisierten Reste am Pfannenboden mit Wein oder Brühe ablöschen und daraus eine großartige Soße machen. Nur eine Edelstahlpfanne gibt ihnen diesen Geschmack. In einer Teflonpfanne entstehen diese Röststoffe gar nicht erst, und selbst wenn, würde ein Koch niemals auf dieser Plastikoberfläche kratzen. 90% der professionellen Küchen laufen mit Edelstahl. Köche bändigen diesen klebrigen Charakter des Stahls, indem sie die Hitze der Pfanne richtig steuern, durch den sogenannten Leidenfrosteffekt, also den Wassertropfentest. Sie kennen ihre Pfanne so gut, dass niemals etwas anbrennt. Unser endgültiges Fazit: Wenn Sie nur eine einzige Pfanne in Ihrer Küche haben sollten, dann muss es absolut eine Edelstahlpfanne sein. Ja, Sie müssen anfangs vielleicht etwas Zeit investieren und lernen, wie man die Hitze kontrolliert. Ja, bei den ersten Versuchen klebt das Ei vielleicht fest. Aber wenn Sie die Sprache dieser Pfanne einmal verstanden haben, werden Sie nie wieder zu diesem giftigen Komfort von Teflon oder Granit zurückkehren wollen. Wenn Sie nach einer echten lebenslangen Kochleistung suchen, die Ihre Gesundheit nicht gefährdet, gibt es nur eine richtige Adresse: hochwertiger, dickbodiger Edelstahl. Wollen wir die ganze Liste jetzt mal zusammenfassen? Von der schlechtesten bis zur besten. Von den giftspuckenden Pfannen bis hin zu dem Edelstahl, der Ihr lebenslanger Freund wird. Wir haben über alles gesprochen. Jetzt wissen Sie, wenn Sie in die Küche gehen und diese Pfanne in die Hand nehmen, wissen Sie, ob es ein Werkzeug ist, das Sie ernährt, oder eine Handgranate, die Sie langsam vergiftet. Wenn Ihnen diese Fakten einleuchten, teilen Sie Ihr Wissen mit Ihrem Umfeld. Denn dieses zerkratzte Teflon oder dieses kaputte Kupfer in den Müll zu werfen, das bedeutet vielleicht, die Gesundheit einer ganzen Familie zu retten. Wenn Sie unser Video bis hierhin geschaut haben, schreiben Sie uns in die Kommentare, welche Ihre treueste Pfanne in der Küche ist oder bei welcher Pfanne Sie jetzt den Schlussstrich ziehen und sagen: Die werfe ich jetzt in den Müll. Vergessen Sie nicht, womit Sie kochen, ist mindestens genauso wichtig wie das, was Sie kochen.